Die Geschichte von Noah und der großen Flut gehört zu den bekanntesten Erzählungen der Menschheitsgeschichte. Seit Jahrhunderten wird sie in verschiedenen Formen erzählt und ist in vielen Kulturen auf der ganzen Welt bekannt. Die Handlung spielt in einer Zeit, in der die Menschen, so berichtet die Überlieferung, immer weiter von moralischen Werten abwichen. Streit, Ungerechtigkeit und Gleichgültigkeit prägten das Zusammenleben. Während die meisten Menschen ihrem gewöhnlichen Alltag nachgingen, lebte unter ihnen ein Mann namens Noah. Noah galt als ehrlich, weise und vertrauenswürdig. Er sprach mit den Menschen über ihr Verhalten und forderte sie dazu auf, über ihre Taten nachzudenken und einen besseren Weg einzuschlagen. Doch seine Worte fanden nur wenig Gehör. Mit der Zeit wurden die Menschen immer ablehnender und viele wollten nichts von seinen Warnungen wissen. Trotzdem gab Noah nicht auf. Er hielt an seinen Überzeugungen fest und setzte seine Botschaft fort. Ohne zu ahnen, dass die Ereignisse, die bald folgen sollten, seinen Namen für immer zu einem der bekanntesten der Welt machen würden. Jahr für Jahr sprach Noah zu seinem Volk. Auf öffentlichen Plätzen, bei Versammlungen und überall dort, wo Menschen zusammenkamen, versuchte er, sie zum Nachdenken zu bewegen. Er warnte vor Ungerechtigkeit, Streit und einem Leben ohne Mitgefühl. Noah hoffte, dass die Menschen ihre Entscheidungen überdenken und einen besseren Weg einschlagen würden. Doch die meisten hörten ihm nicht zu. Einige ignorierten seine Worte, andere machten sich über ihn lustig. Mit der Zeit wurde Noah zwar im ganzen Land bekannt, doch nicht wegen seiner Beliebtheit. Viele betrachteten ihn als jemanden, dessen Warnungen sie nicht ernst nehmen mussten. Trotz aller Ablehnung gab Noah nicht auf. Er setzte seine Botschaft unbeirrt fort und blieb seinen Überzeugungen treu. Nur wenige Menschen glaubten ihm und standen an seiner Seite. Die große Mehrheit führte ihr Leben weiter, als würde sich niemals etwas verändern. Doch laut der Überlieferung näherten sich Ereignisse, die schon bald alles verändern sollten. Eines Tages begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte. Noah erhielt den Auftrag, ein gewaltiges Schiff zu bauen. Es sollte größer sein als alles, was die Menschen bis dahin gesehen hatten. Doch nicht nur die Größe sorgte für Verwunderung. Das Schiff wurde nicht an einem Meer gebaut. Es entstand nicht an einem Hafen und auch nicht an einem großen Fluss. Stattdessen begann Noah mit dem Bau weit entfernt vom Wasser. Tag für Tag arbeitete er an dem riesigen Projekt und sammelte die notwendigen Materialien. Je größer das Schiff wurde, desto mehr Menschen kamen vorbei, um es zu betrachten. Sie fragten sich, warum jemand mitten auf dem Land ein solches Bauwerk errichten würde. Als Noah von einer bevorstehenden Katastrophe sprach, reagierten viele mit Spott und Gelächter. Doch Noah ließ sich davon nicht beirren. Woche für Woche und Monat für Monat setzte er seine Arbeit fort. Während andere lachten, baute er weiter, überzeugt davon, dass der Tag kommen würde, an dem sich alles verändern sollte. Nach vielen Jahren war das gewaltige Schiff schließlich fast fertig. Noah hatte unermüdlich daran gearbeitet und nun schien der Moment näher zu rücken, auf den er so lange gewartet hatte. Gleichzeitig, so erzählt es die Überlieferung, begannen sich die ersten Anzeichen einer bevorstehenden Veränderung zu zeigen. Noah wiederholte seine Warnungen ein letztes Mal. Er sprach weiterhin zu den Menschen und forderte sie auf, seine Worte ernst zu nehmen. Doch die meisten blieben bei ihrer Haltung. Für sie gab es keinen Grund zur Sorge. Ihr Alltag verlief wie immer und sie konnten sich nicht vorstellen, dass etwas Außergewöhnliches geschehen würde. Während die Menschen ihren gewohnten Beschäftigungen nachgingen, bereitete sich Noah auf das Kommende vor. Die wenigen Menschen, die ihm glaubten, versammelten sich in seiner Nähe. Das riesige Schiff stand bereit und wartete auf seinen Einsatz. Niemand wusste genau, was als nächstes geschehen würde, doch die Spannung wuchs mit jedem Tag. Nach Jahren des Wartens schien der entscheidende Moment nun unmittelbar bevorzustehen. Dann kam der Tag, der die Geschichte für immer verändern sollte. Der Himmel verdunkelte sich und schließlich begann ein gewaltiger Regen. Zunächst hielten viele Menschen ihn für ein gewöhnliches Unwetter. Doch der Regen hörte nicht auf. Stunde um Stunde und Tag für Tag fielen gewaltige Wassermengen vom Himmel. Schon bald stiegen Flüsse über ihre Ufer und das Wasser breitete sich immer weiter aus.
Felder, Wege und Siedlungen verschwanden nach und nach unter den Fluten. Die Menschen erkannten, dass etwas Außergewöhnliches geschah. Noah und die Menschen, die ihm gefolgt waren, befanden sich bereits an Bord des großen Schiffes. In vielen Versionen der Geschichte wird außerdem erzählt, dass auch Tiere in die Arche gebracht wurden, damit sie die Katastrophe überleben konnten. Während draußen die Wassermassen immer weiter anstiegen, begann die Arche ihre Reise. Gewaltige Wellen bewegten das Schiff und die Welt, wie die Menschen sie kannten, verschwand langsam unter den Fluten. Damit begann eines der bekanntesten Kapitel dieser alten Erzählung. Die Arche trieb nun auf einer Welt, die fast vollständig von Wasser bedeckt war. Wohin man auch blickte, war kein Land mehr zu erkennen. Keine Straßen, keine Felder und keine Städte waren noch sichtbar. Nur Wasser und die gewaltigen Wellen, die das Schiff Tag und Nacht begleiteten. Für die Menschen an Bord begann eine lange Zeit des Wartens. Die Außenwelt, die sie einst gekannt hatten, war verschwunden. Ihr Schicksal war nun vollständig mit der Arche verbunden. Während draußen die Flut tobte, versuchten die Menschen im Inneren des Schiffes durchzuhalten und auf bessere Tage zu hoffen. Die Überlieferungen beschreiben diese Zeit oft als eine Phase großer Ungewissheit. Niemand wusste, wie lange die Reise dauern würde oder wann die Wassermassen wieder zurückgehen würden. Tag wurde zu Woche und Woche zu Monat. Doch trotz aller Unsicherheit blieb die Hoffnung bestehen. Irgendwann, so glaubten die Menschen an Bord, musste das Wasser wieder sinken und neues Land sichtbar werden. Nach einer langen Zeit auf dem Wasser zeigten sich schließlich die ersten Zeichen der Veränderung. Langsam begann der Wasserspiegel zu sinken. Dort, wo zuvor nur endlose Fluten zu sehen gewesen waren, tauchten nach und nach wieder Teile des Landes auf. Für die Menschen an Bord der Arche war dies ein Moment großer Erleichterung. Zum ersten Mal seit langer Zeit gab es Hoffnung, dass die Reise bald ein Ende finden würde. Mit jedem weiteren Tag wurde mehr Land sichtbar und die Zeichen dafür, dass die Katastrophe vorüberging, wurden immer deutlicher. Schließlich kam der Augenblick, auf den alle gewartet hatten. Die Arche fand festen Halt und die lange Fahrt über die Wassermassen war beendet. Als die Menschen das Schiff verließen, standen sie vor einer Welt, die sich stark von derjenigen unterschied, die sie einst gekannt hatten. In vielen Überlieferungen gilt dieser Moment als ein Neuanfang. Nach der Zerstörung begann ein neues Kapitel, geprägt von Hoffnung, Zukunft und dem Wunsch, aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen. Die Geschichte von Noah und der großen Flut gehört zu den bekanntesten Erzählungen der Welt. Interessanterweise findet man ähnliche Fluterzählungen in vielen verschiedenen Kulturen und Religionen, von alten mesopotamischen Überlieferungen bis hin zu Geschichten aus Asien, Europa und Amerika. Dies hat dazu geführt, dass viele Menschen sich fragen, ob diese Erzählungen einen gemeinsamen Ursprung haben oder ob sie unabhängig voneinander entstanden sind. Sicher ist nur, dass das Motiv einer großen Flut die Menschheit seit Tausenden von Jahren begleitet. Die Geschichte wurde über Generationen weitergegeben und immer wieder neu interpretiert. Für manche ist sie eine religiöse Überlieferung, für andere eine alte Legende oder ein kulturelles Symbol für Neuanfang und Überleben. Und jetzt interessiert uns eure Meinung. Kanntet ihr diese Geschichte bereits? Und kennt ihr aus eurer Kultur oder eurem Land eine ähnliche Version oder Unterschiede? Schreibt es gerne in die Kommentare und teilt eure Gedanken mit uns. Und wenn euch Geschichten aus aller Welt interessieren, abonniert den Kanal, um keine neue Geschichte zu verpassen.